Politiker und Politikerinnen haben heute keine Macht mehr. Ich glaube, dass gerade durch die Medien, dass Politiker sehr schnell an Macht gewinnen. Die haben absolut noch die Macht, was Gesetzgebung betrifft. Natürlich gibt es ja immer die Aussagen, dass große Firmen und Lobbyisten im Hintergrund die Gesetze machen, aber ich denke, dass die in einem schlimmen Fall das Ruder herumreißen können. Also die Macht ist auf jeden Fall noch da. Ich denke, dass Wirtschaft und Politik sehr, sehr eng zusammenspielen und die Wirtschaft halt sehr oft hinter der Politik ist. Dadurch glaube ich schon fast, dass die Wirtschaft in sehr vielen Bereichen mehr Macht hat als die Politik. Aber ich denke, dass man den Politikern und Politikerinnen in dem Fall noch recht vertrauen kann, dass die in einem schlimmen Fall das Ruder herumreißen können. Also die Macht ist auf jeden Fall noch da. Gewisse Macht haben sie schon, aber ich glaube, die einzelnen Politiker haben wenig Macht. Weil halt nie ein Einzelner was alleine entscheiden kann, sondern man muss halt immer, also zumindest in der Demokratie, die halt bei uns herrscht, weil halt immer alles abgestimmt werden muss. Das ist schon gut so, aber manchmal ist es dann quasi eine zu schwere Geburt, bis man irgendwas endlich dann durchbringt und wirklich umsetzen kann. Mir fallen jetzt nicht viele Politiker, Politikerinnen ein, die wirklich Visionen haben, sondern da geht es irgendwie, das Klientel zu bedienen und wie medienwirksam man ist. Und ja, aber wer da wirklich den Einfluss hat, das ist, glaube ich, für die Öffentlichkeit dann oft gar nicht so einsehbar. Also ein bisschen mehr an die Bevölkerung richten und nicht nur eigene Entscheidungen treffen. Ein US-Präsident, der seine Meinung auf Biegen und Brechen durchbringen will und auch öffentlich sagt, dass egal was der Senat oder der Kongress sagt, er wird sein Veto einlegen, nur um seine persönliche Meinung durchzubringen. Also bin ich zu 100%iger Überzeugung, dass Politiker auch heute noch sehr viel Macht und mitunter zu viel Macht haben. Die meisten Leute schauen sich gar nicht dieses Wahlprogramm an und das, was die Partei wirklich macht, sondern die sehen den Wahlkampf, die sehen die coolen Sprüche und dann wählen sie die Partei. Und deswegen glaube ich, dass die schon einen großen Einfluss haben, auch wenn nicht so viel dahinter steckt. Ich wäre nicht so gerne Politikerin heutzutage. Die Leute, das Volk will immer sehen, was jetzt gerade geändert worden ist, was sich tut. Das Finanzsystem bestimmt die Welt. Das stimmt auf jeden Fall, weil klar, Macht hängt ganz stark mit Geld zusammen. Leute, die Geld haben, haben Macht. An und für sich ist es schon ein Problem, dass das Geld die größere Macht hat, weil es heißt ja auch verfassungsmäßig, die Macht geht vom Volke aus. Aber wenn alle vom Geld abhängig sind, dann ist das irgendwo ein Fehler. Die Frage ist, wie kann man das ändern? Wir sind ja abhängig, es ist ein Systemfehler. Man kann mit Geld unter Druck setzen. Weil Geld kreiert die Welt. Das ist so. Traurig, aber wahr. Eigentlich schon, leider, wenn man sich vor allem die ganze langwierige Geschichte mit der Wirtschaftskrise und der Finanzkrise und so anschaut, wo ein paar Leute, die halt mehr Macht haben, alles zerstören wegen irgendwelchen korrupten Geschäften und so. Klar, man will denen ein bisschen die Macht weggeben, man will ein bisschen mehr auf vielleicht Solidarität gehen, schauen, dass man halt dass nicht Geld alles ist, weil es zerstört auch viel. Politikerinnen und Politiker sind korrupt. Minister korrupti. Ja. Das will man einen Haufen Fußfesseln produzieren lassen. Ja. Ja, Menschen lassen sich halt leicht versuchen. Ich glaube, manche ziehen sich ihre Vorteile daraus, dass sie in einer Position sind, wo sie eben manche Geschäfte gut abwickeln können und einfach noch Geld dafür kriegen. Aber ich glaube, ich hoffe, dass es noch, und ich bin eigentlich auch überzeugt davon, dass noch genug Menschen in die Politik gehen, aus wirklich dem Glauben, etwas besser zu machen. Das ist halt schwer, wenn man unter lauter anderen korrupten Menschen ist. Dann ist es halt schwer, sich alleine durchzusetzen und die anderen zum Umdenken zu bringen. Es gibt immer wieder Fälle, in denen die Korruption aufgedeckt wurde, aber das ist eigentlich eine Schande und dürfte nicht sein. Fertig. Ja, also wenn eine korrupt ist, kommt das urgroß raus, aber ich glaube nicht, dass alle korrupt Hintergrund sind. rennt sicher noch einiges anderes. Also. Ich glaube, es ist manchmal schwierig auch zu sagen, was korrupt ist, weil jeder von uns macht das so richtig, du bist ein guter Freund von mir, ich hätte den Job, magst du den machen?
Das ist nicht nur auf Politiker beschränkt. Aber das ist Amtsmissbrauch, wenn sie was für sich selber machen oder für Freunde oder für Geld. Das ist nicht okay. Das ist nicht, wenn man einen Job hat, dann soll man den, finde ich, ausführen und da kann man nicht jetzt irgendwie sich irgendwas rausnehmen, wo dann auf Kosten des Staates. Es gibt sicher ganz viele, keine Ahnung, die hingehen und sagen, ich mache es besser und dann nach 10 Jahren bist du einfach müde, weil du siehst, das bringt nichts und es funktioniert eh nicht. Es funktioniert anders einfach. Aber und egal, was es tut, bringt nicht. Sofort korrupt. Nein, aber irgendwann denken sie sich, eigentlich ist es ja wurscht. Nicht alle. Ich glaube, manche bemühen sich richtig. Und ich denke, manche werden größenwahnsinnig. Hast du dich jemals in einer politischen Organisation engagiert? Ja, habe ich. In einer semi-politischen Organisation. Ich bin und war lange Zeit bei der Österreichischen Hochschülerschaft. Aber auch auf Gemeinderatsebene. Ich will mich schon engagieren für die Meinungen, die ich habe und die Rechte. Politisch würde ich eher sagen, bei den Uni-Aufständen. Ich bin zwar interessiert an Politik im Allgemeinen, aber doch nicht so stark, dass ich mich da wirklich engagieren würde. Ich finde, das können andere besser als ich. Und was soll das tun, was man gut kann? Nein, weil Interesse ja, richtige Partei nein. Es gibt kein Gemeinsam für Österreich derzeit in der Politik, das finde ich schade und darum ist das auch derzeit für mich ein Thema, wo ich sage, wäre nicht für mich der richtige Schritt. Nein, aber nur deswegen, weil es für mich bis jetzt keine politische Institution gegeben hat, die wirklich meine Meinung vertreten hat und deswegen wollte ich mich da nicht irgendwo engagieren. Es ist schwierig, dass man 100%ig hinter der Einstellung steht, die was eine Partei hat. Weil die andere geht wieder in das Extreme, die andere wieder in das Extreme und dass man die 100%ig hinter dem steht, ist schwierig. Aber wenn man jung ist, hat man vollen Terminplan und kann nicht bei jedem Verein sein. Das ist halt einmal so. Also in der Politik, das ist so ein harter Job, dass man da irgendwie zu Gehör findet und da macht man echt viel, was man glaube ich nicht machen will und tut Meinungen vertreten, die man vielleicht auch irgendwann nicht mehr vertreten will. Also das stelle ich mir wirklich schwer vor, vor allem ich sehe gern Resultate und das ist halt in der Politik, bis man mal ein Resultat sieht, dauert es ewig. Also ich habe mich schulpolitisch lang engagiert, beziehungsweise ich bin noch immer engagiert und das taugt mir total, es gefällt mir, weil ich dadurch wirklich das Gefühl habe, dass man andere überzeugen und begeistern kann für eine bessere Schule oder für eine bessere Gesellschaft, für eine bessere Bildung und ich bin noch immer politisch aktiv und genauso wie du sehe ich das, ich bin nicht parteipolitisch aktiv. Ich möchte mir nicht von einer Partei vorschreiben, wie ich zu agieren habe. Insofern bleibe ich politisch, indem ich Aufmerksamkeit auf ein Thema lenke und mit anderen Persönlichkeiten Lösungsvorschläge finde. Ich will anders was erreichen. Ich will eher wirtschaftlich gesehen was erreichen und politisch, da ist man dann halt irgendwelchen Organisationen probiert immer was zu erreichen, was nicht so einfach ist. Und es ist sehr viel Aufwand für das, dass man oft nicht viel Ergebnisse sieht. Politik interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Hast du Vertrauen in die Politik? Puh. No, I don't trust in politician and Politik. Nein, eigentlich überhaupt nicht, weil das, was bis jetzt passiert ist, ist eigentlich komplett falsch. Because I saw what they make and I think my country now destroyed because of them. Ich finde eigentlich relativ arg, was Politiker sie leisten auf der ganzen Welt. Und ich glaube, dass die alle ziemlich korrupt sind und nur ein eigenes Ding machen, Bevölkerung wurscht. Und ja, deswegen absolut kein Vertrauen. Wenn wir erwarten, dass Politik, keine Ahnung, vertrauensvoll oder ehrlich ist, weil dafür wird sie in Wahrheit ja nicht wirklich bezahlt. Bei uns in Österreich, ich muss mich nicht bedroht fühlen von der Politik, ich muss keine Angst haben vor Politikern. Ich finde, das ist schon mal wichtig und es ist in vielen Ländern nicht so. Es gibt natürlich immer die Themen, wo gestritten wird, wo man jetzt nicht damit einverstanden ist oder wo man sich denkt, das hat ich jetzt vielleicht anders gemacht oder das hat man besser machen können. Aber allein, was da vielleicht untergeht in die Diskussionen, ist einfach, dass die Politik eigentlich auch die Aufgabe hat, so ein gewisses Tagesgeschäft zu erledigen. Und überhaupt, dass wir in die Zeiten, dass es uns so gut geht, haben wir doch hauptsächlich der Politik zu verdanken, die in den letzten Jahrzehnten gemacht worden ist. Also grundsätzlich habe ich da ein großes Vertrauen drin. Ich glaube, es fehlt einfach an Politikern, die irgendeinen Wert vertreten und das ins Zentrum ihrer Arbeit stellen. Und
wo nicht der Erfolg der eigenen Partei, das nächste gewählt werden, im Zentrum steht, sondern eigentlich, was vertrete ich, welche Meinung vertrete ich, was für Werte. Und die sind keine Götter. Ich finde es immer ganz interessant, was sich die Politik einfach immer so schön schnappt von allen anderen Bereichen, die die Menschheit so interessiert. So, hey, wir sind die Grünen, wir lieben die Natur. Oder hey, wir sind die Gelben und wir sind voll auf Jesus, aber wir wollen trotzdem die Asylanten raushaben. Die Gelben gibt es bei uns nicht. Achso, scheiße, das ist Deutschland. Die Blauen. Ja, und solche Sachen. Weißt du, du machst wirklich irgendwie so eine Show, ein bisschen. Nee, ich kaufe denen einfach so ziemlich überhaupt nichts ab. Dadurch, dass wir eigentlich wenig wirklich schlimme Sorgen haben, wie jetzt einen Krieg oder so, sind die Politiker nicht so extrem bemüht um unser Land, wie es jetzt zum Beispiel gewesen ist zur Zeit Leopold Figels oder so. Also wenn man sich von dem die Weihnachtsrede anhört, da merkt man wirklich, okay, dem liegen einfach die Menschen am Herzen und der will einfach, dass es allen gut geht, und das geht mir ein bisschen ab in der Politik, und deswegen traue ich den Politikern auch oft nicht, weil ich eben auch oft das Gefühl habe, dass sie Politiker sind, um ihren Status zu erhöhen oder um sich selbst in den Vordergrund zu stellen, und das ist halt nicht vertrauenswürdig für mich. Das wird dann viel mehr bewusst, wenn man von der Politik abhängig ist, so wie zum Beispiel als Lehrer. Und ich habe das Gefühl, dass je höher die Politik geht, desto weniger vertraue ich ihnen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass meine Stimme gehört wird. Ich vertraue denjenigen, die in meinem Bezirk arbeiten, vor allem auch den Jungpolitikerinnen und Politikern, weil ich das Gefühl habe, dass sie auch das vertreten, wofür ich stehe. Auch wenn man immer viel Schlechtes hört, aber ich glaube nicht, dass das so schlecht machen, wie man es immer hört. Und ich glaube schon, dass man vielen Politikern vertrauen kann. Mittlerweile nicht mehr. Ich finde, das mit den Asylanten, das geht alles im Bach so runter zur Zeit. Also das ist sowieso so ein hageliges Thema, finde ich. Also mich erschreckt die politische Situation gerade ein bisschen, weil ich arg finde, was passiert mit Flüchtlingen und einfach generell, wie die Ausländerpolitik ist. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die rechte Seite immer mehr Zulauf kriegt, und das erschreckt mich sehr, und deswegen ist mein Vertrauen in die Politik jetzt gerade schon sehr, daran wird gerüttelt, muss ich sagen. Also ich mache mir keine Sorgen, dass irgendwas passiert, dass irgendwas in ganz furchtbare Richtungen geht, weil wir Bürger noch immer was zum Sagen haben in der Demokratie, aber ich habe jetzt nicht Vertrauen, dass ohne Bürgerinitiativen richtig tolle Veränderungen kommen.